Wir müssen über Trauer sprechen. Genauer gesagt über den Verlust eines geliebten Menschen oder auch eines Tieres, wenn man autistisch ist oder ADHS. Und bevor wir anfangen überhaupt, Triggerwarnung, Contentwarnung. Wenn dir dieses Thema im Moment zu schwer ist es völlig okay, dieses Video später zu schauen oder auch gar nicht. Wirklich nicht schlimm. Hi, ich bin Simone. Ich bin selbst autistische ADSlerin und Coach für neurodivergentes Wohlbefinden im Beruf, Selbstständigkeit, Leben überhaupt. Und vor etwas mehr als einem Monat ist meine geliebte Mama gestorben. Seitdem habe ich gemerkt, wie wenig überhaupt über Trauer gesprochen wird und vor allem auch darüber, wie Trauer sich im Zusammenhang mit Autismus oder ADHS anfühlen kann. Und deshalb mache ich dieses Video. Mein Kanal ist natürlich in erster Linie für euch und eure Themen. Gleichzeitig ist er auch immer mit mir, meinem Leben verbunden, mit dem, was ich gerade erlebe und womit ich mich gerade beschäftige oder halt eben einfach beschäftigen muss, weil es passiert ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo da draußen jemand sitzt, du sitzt, die sich in ein paar dieser Erfahrungen wiedererkennt und sich hoffentlich dadurch vielleicht ein bisschen weniger allein fühlt. Und natürlich habe ich dieses Thema auch ein bisschen egoistisch gewählt, einfach weil das alles natürlich so präsent ist und ich nur noch darüber nachdenke, dass dann eben halt gar nicht so wirklich viel Platz ist für etwas anderes. Monotropisches Mindset, Gehirn. Ich werde irgendwann mal noch ein Video dazu machen. Hat ganz viel auch damit zu tun. Und natürlich einfach auch, weil es so einschneidend ist. Bevor ich jetzt hier tiefer eintauche, möchte ich noch etwas ein bisschen einordnen. Und zwar, es ist erst ein bisschen mehr als einen Monat her, seit meine Mutter gestorben ist. Das bedeutet, ich stehe eigentlich für mich noch ganz am Anfang dieser Trauer. Viele Dinge werde ich heute noch nicht wissen oder spüren können. Viele Gefühle werden vielleicht erst viel später kommen. Dazu komme ich noch nachher. Und deshalb möchte ich euch einfach ganz lieb bitten, wenn ihr vielleicht schon weiter seid in eurer Trauer, verzichtet bitte auf Kommentare wie, ja, die Zeit heilt alle Wunden oder das wird schon wieder gut, du musst dich nur ablenken mit Arbeit. Ich weiß, dass Menschen das gut meinen. Und ich habe bestimmt auch schon mal sowas gesagt, wenn ich nicht hätte sollen. Aber ich bin im Moment einfach noch nicht an dem Punkt, loslassen zu können oder auch zu wollen oder mich abzulenken. Und auch nicht an einem Punkt, an dem ich abschätzen kann, wie dieser Prozess überhaupt für mich aussehen wird. Und das darf auch so sein. Und was ich auch noch super wichtig finde zu sagen, Trauer ist unglaublich individuell. Sie kann für jeden Menschen unterschiedlich überwältigend sein. Jemanden zu verlieren, ein Tier oder einen Menschen, ist einfach ein riesiger Einschnitt ins Leben. Dieses Video soll überhaupt nicht aussagen, dass nicht autistische Menschen Trauer irgendwie weniger intensiv erleben. Trauer ist für jeden Menschen körperlich und emotional extrem anstrengend. Sie wirkt sich ziemlich heftig auf das Herz-Kreislauf-System aus, vor allem am Anfang in den ersten Wochen, auf den Schlaf und auf das gesamte Nervensystem. Und gleichzeitig merke ich bei mir aber auch Aspekte, die sehr stark mit meinem Autismus oder meiner ADHS zusammenhängen. Und das merke ich auch im Kontrast zu anderen. Eine der ersten Sachen, die mich wirklich überrascht hat, naja, es geht so, aber trotzdem, ist die Verzögerung meiner Gefühle oder meiner Reaktionen. Jetzt, mehr als einen Monat später, kommt bei mir erst die große Trauer, das große Weinen, das mich überwältigt. Diese Wellen von verschiedenen Gefühlen, komplexen Gefühlen. Natürlich gab es einen Schock am Anfang, das ist ja normal für alle. Ein paar erste Tränen, diese Momente der völligen Unbegreiflichkeit und einfach auch, dass es so verdammt unfair ist. Aber ich habe damals schon gemerkt und auch gewusst, dass das eigentlich noch gar nicht wirklich bei mir angekommen war. Und zwar gar nicht. Und ich glaube, das hängt stark mit meinem Autismus zusammen, mit dieser verzögerten emotionalen Verarbeitung, die viele von uns kennen. Manche sprechen hier auch von Alexithymie, also das ist noch was mehr, dass man nicht so im Kontakt ist mit den Gefühlen. Das sind zwei Dinge eigentlich, die zusammenkommen. Und während andere vielleicht denken, es müsste ihr doch langsam schon besser gehen, habe ich mir auch so anhören müssen, geht es bei mir eigentlich erst richtig los. Das kann natürlich für das Umfeld auch verwirrend sein, wobei ich sagen muss, wir bekommen viel zu wenig Zeit für Trauer, ganz generell.
Aber ja, viele Menschen gehen davon aus, dass die intensivste Phase der Trauer eigentlich direkt in den ersten Wochen nach dem Ereignis kommt. Und bei mir fühlt sich das eher so an, als würde mein Gehirn und auch mein ganzes System diese Realität erst jetzt so langsam überhaupt anfangen zu begreifen. Das bedeutet auch, dass mein System gerade Dinge verarbeitet, die erst jetzt wirklich eben bei mir so reinfliegen. Und wenn man Informationen und Emotionen verzögert verarbeitet, kann es sein, dass das Trauma auch zeitversetzt ins System kommt und darum ist es noch schwierig, das zu erwischen. Ich möchte hier aber anmerken, es ist schon auch normal, also das kennen ganz viele und das weiß ich auch von PsychologInnen, dass das Begreifen bei den meisten erst für später kommt. Was für mich aber ganz wichtig ist, ist wirklich, es ist nicht so, dass quasi mir die Seele das so in Portionen gibt. Das ist ja völlig normal, weil sonst verkraftet man es ja nicht. Aber es ist wirklich so, dass die Information erst jetzt wirklich ankommt. Also dass diese Verarbeitung und Trauer erst jetzt richtig anfängt. Es ist mega schwierig, diesen Unterschied aufzuzeigen. Ich weiß nur, dass nicht autistische Menschen oder einfach neurotypische Menschen das so nicht kennen in dieser Form. Also es dauert länger, so etwas zu verarbeiten für alle, als das erwartet wird. Aber ich weiß für mich jetzt schon, dass ich vermutlich 10-mal so lange brauchen werde, durch diese Gefühle zu gehen und auch bewusst durchzugehen. Und deshalb musste ich ganz viele Dinge erst einmal auf Eis legen. Dinge, die eigentlich super schön gewesen wären. Dinge, die mir gut tun, Dinge, die mich weiterbringen. Und mein Kopf sagt mir zwar, ja klar, du kannst arbeiten, du kannst doch funktionieren. Aber mein Nervensystem hat recht und hat gerade ganz andere Bedürfnisse. Wir sollten nicht auf diesen gesellschaftlichen Druck hören, ganz ehrlich. Und ich weiß inzwischen aus Erfahrung auch, dass ich meinem Nervensystem in solchen Momenten mehr vertrauen muss als meinem Kopf. Dem kann ich sowieso sehr häufig nicht vertrauen. Und das bringt mich zu einem verwandten Thema. Eine gute Freundin hat mich gefragt vor 2-3 Wochen, ob es sein kann, dass ich durch meine ADHS manchmal sogar vergesse, dass meine Mutter tot ist. Zuerst war ich ein bisschen überrascht von dieser Frage, aber auch ich fand es auch total interessant. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, ja, das passiert tatsächlich. Und nicht im Sinne von, ich vergesse meine Mutter oder ich weiß es nicht oder ich habe es wirklich gar nicht kapiert, sondern eher im Sinne von, mein Alltag läuft weiter, meine Routinen funktionieren. Und plötzlich fühlt sich dann alles super normal an, viel zu normal, beängstigend normal. Das liegt daran, dass meine Mutter eigentlich nicht Teil meiner täglichen Routine war. Wir haben zwar viel geschrieben, telefoniert und ich sie besucht, aber sie war nicht wirklich physisch Teil meines Alltags. Wir haben auch nicht jeden Tag geschrieben oder jeden Tag telefoniert, wie es viele machen. Und für mein ADHS und für mein autistisches Gehirn bedeutet das, meine Routinen funktionieren weiterhin. Und ja, mein ADHS-Gehirn spezifisch ist einfach erstaunlich gut darin, Dinge kurzfristig auszublenden, halt diese Objektpermanenz. Und das hat einerseits den Vorteil, dass mein Alltag nicht komplett auseinanderbricht, was ja häufig passiert. Aber es hat auch den Nachteil, dass bei mir extrem die Gefahr der Verdrängung besteht. Hatte schon bei meinem Vater, als ich noch sehr jung war. Und deshalb muss ich sehr, sehr bewusst damit umgehen, mich immer wieder daran zu erinnern, dass meine Mama nicht mehr da ist, meine geliebte Mama. Und für mich passiert das dann am stärksten an Orten, die mit dir verbunden sind, zum Beispiel in der Wohnung oder wenn ich ganz bewusst Bilder anschaue. Ich habe auch so wie einen Familienaltar mit ihrem Foto und Dinge, die einfach auch nach ihr riechen und so. Diese bewussten Momente helfen mir, die Realität langsam zu integrieren und irgendwie auch zu einer neuen Routine zu machen. Ein weiterer Punkt, wo ich Unterschiede sehe zwischen autistisch und nicht autistisch, ist die soziale Interaktion während der Trauer. Als meine Mutter gestorben ist, musste ich als Einzelkind natürlich ganz vielen diese absolut schreckliche Nachricht überbringen. Und ich habe das schriftlich gemacht, nicht telefonisch. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wissen viele, die schon länger da sind, telefoniere ich überhaupt nicht gerne. Und zum anderen war ich zu diesem Zeitpunkt bereits wirklich in einem Shutdown. Und telefonieren hätte ich in diesem Zustand schlicht nicht geschafft. Also habe ich die Todesmeldung geschrieben und sie dann halt allen reinkopiert und verschickt. Und auch gesagt, dass ich eigentlich nicht telefonieren mag, gerade jetzt in diesem Moment. Und was dann passiert ist, war eigentlich verständlich, aber gleichzeitig auch nicht und halt unglaublich anstrengend.
Viele Menschen haben mich natürlich direkt angerufen nach der Message, weil das natürlich eine total normale Reaktion ist, wenn man so eine Nachricht bekommt. Ich verstehe es ja schon, aber ich will trotzdem nicht anrufen. Nur für mich war das halt wirklich in diesem Moment durch meinen Zustand im Shutdown extrem schwierig. Und jedes dieser Gespräche, wo ich dann auch die andere Person trösten musste teilweise, hat unglaublich viel soziale Energie gekostet. Energie, die mir später an einer anderen Stelle gefehlt hat. Und ich weiß, es klingt egoistisch, finde ich aber nicht. Und ich weiß schon, dass es dabei nicht um mich geht. Die Menschen, die mich angerufen haben, haben das aus Mitgefühl gemacht und sie wollten Nähe zeigen. Und ich bin auch super dankbar dafür eigentlich. Aber gleichzeitig zeigt sich hier einfach wieder so ein typisches Missverständnis zwischen neurotypischen und autistischen Bedürfnissen. Ich möchte nicht zu fest generalisieren. Aber für viele Menschen bedeutet Telefonieren in so einem Moment halt Verbundenheit. Für mich bedeutet das in so einer Situation vor allem einfach soziale Überforderung. Ein weiterer krasser Unterschied zu vielen Trauerratgebern oder eben auch neurotypischen nicht-autistischen Menschen betrifft das Thema Alleinsein in Trauer oder im Schock. Oft liest man, dass es wichtig sei, möglichst viel mit anderen Menschen dann zu sprechen und sich zu treffen und ja nicht allein sein. Für viele Menschen, auch autistische, mag das stimmen. Aber für mich war das Erste, was ich wollte, das ist auch sonst häufig so, allein sein mit diesen Gefühlen. Okay, allein sein mit meinem Partner oder mit meinen Katzen, aber auch ganz allein, weil ich einfach mit meinen Gedanken auch mal alleine sein muss und eben weil die soziale Batterie gerade so niedrig ist und weil ich meine Emotionen einfach besser fühlen und verarbeiten kann, wenn ich in meinem eigenen sicheren Raum bin. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wenn du autistisch bist und dir Alleinsein in der Trauer gut tut und du dich nicht irgendwo in ein Loch stürzt, dann ist das nicht falsch. Es ist nur eine andere Art oder eine individuelle Art, mit dieser Situation umzugehen und zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen. Wir müssen nicht auch noch in Trauer masken. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ein weiterer Punkt, der mich total überrascht hat im ersten Moment, ist, wie sensorische Auslöser bei mir Trauer auch verstärken und wie extrem. Also bei mir sind ja die sensorischen Empfindlichkeiten oft Gerüche, oder eben auch Musikklänge, die krasse Trauer und Traurigkeit auslösen bei mir. Völlig überwältigend. Zum Beispiel, als ich ihre Wohnung besucht habe zum ersten Mal und ein bisschen den Kühlschrank ausräumen müsste, habe ich noch an einem Stück Apfelkuchen, der frisch war, das wusste ich, gerochen. Dieser Moment hat mich so komplett überwältigt, dieser Duft nach diesem Apfelkuchen, dass ich mich hinlegen musste und ich wirklich zusammengebrochen bin. Ich meine, unsere Sinne sind stark mit Erinnerungen verbunden, aber gerade bei den sensorischen Geschichten von autistischen Menschen ist das so unglaublich krass und da muss man schon sich regulieren und schon ein bisschen dosieren. Weil man sagt ja so oft, ja, man muss sich diese Trigger geben, man muss da rein in den Schmerz und so. Aber ganz ehrlich, wer so sensorisch sensitiv ist auf Gerüche wie ich jetzt zum Beispiel oder auf Klänge und halt so ein sensitives auch Nervensystem hat, wie viele autistische Menschen und ADHS-Menschen, da muss man ein bisschen dosieren. Da kann man sich nicht einfach so reinstürzen. Wir sind auch einfacher traumatisierbar. Und es bringt überhaupt nichts, wenn man ständig in einen Shutdown oder Meltdown reinfällt und es einen so völlig zerlegt. Trauer bedeutet nicht, dass wir uns ständig in diesen Gefühlen, vor allem sehr dunklen Gefühlen, aufhalten müssen. Gerade für neurodivergente Menschen kann es unglaublich wichtig sein, also für autistische Menschen im engeren Sinne, zwischendurch Pausen zu machen von diesen extrem intensiven Gefühlen, die ja so überraschend kommen können für uns. Und wir müssen Zeit mit Special Interests verbringen, Spezialinteressen und dem Nervensystem einfach Momente der Ruhe geben. Das ist keine Verdrängung, das ist definitiv Regulation, weil sonst können wir das gar nicht verkraften mit unserem sensitiven Nervensystem, mit unseren Energieschwankungen. Also wirklich Balance zwischen Trauer zulassen und dem Nervensystem immer wieder kleine Räume zum Durchatmen geben. Generell, glaube ich, dürfen wir beachten, dass vieles, wie wir Trauer verarbeiten oder damit umgehen oder
wie wir dann unser Verhalten steuern in diesem Moment, nicht so konform ist mit dem, was sich so die neuronormative Welt sich vorstellt unter Trauer. Ich habe das einige Male erlebt jetzt in Interaktionen, vielleicht jetzt nicht mit meinen Nächsten, also wenn du da reinschaust und du meine Freundin bist, das geht nicht um dich, wirklich nicht. Ja, ich habe solche Dinge erlebt, dass man mir so sagte, ah ja, jetzt ist es ja vorbei, ne? Jetzt ist es ja wieder gut, eben wie vorhin schon erwähnt. Und ich musste dann sagen, nein, bei mir fängt das jetzt erst an. Und dann kriegt man so Blicke, so was? Ist doch schon über einen Monat her. Oder auch mein Umgang mit dem Verlust meiner Mutter. Ich nehme halt die Dinge so in den Mund, wie sie sind. Also ich habe auch von Anfang an gesagt, meine Mutter ist gestorben, meine Mutter ist tot. Und das vertragen ganz viele nicht-autistische Menschen zumindest überhaupt nicht. Da müssen so Euphemismen her, so eben, sie ist von uns gegangen, sie ist nicht mehr aufgewacht, sie ist einfach umgefallen. Aber warum? Meine Mutter ist tot und damit muss ich dealen und damit müssen auch die anderen umgehen können. Ich kann nicht einfach noch masken. Das geht nicht. Ich habe nicht die Energie dazu. Also ich glaube, ich war selten so unmaskiert wie in dieser Zeit. Und ich finde es auch wirklich nicht gut, wenn ich in diesem Moment andere irgendwie mitregulieren muss. Das klingt alles super egoistisch, ich weiß, aber ich hoffe, man versteht ein bisschen, was ich meine. Und ich habe auch bemerkt im Austausch mit anderen Audio-Eyes-Brains, bunten Brains, dass für viele von uns ganz viele komplexe Gefühle, vielleicht sogar auf den ersten Blick gegensätzliche Emotionen gleichzeitig sein können. Also ich glaube, ich war noch nie so traurig in meinem Leben. Und gleichzeitig liebe ich das Leben und liebe ich mein Leben und liebe ich meine Special Interests und ich habe Lebenslust, ich habe Lust auf Genuss und noch gleichzeitig habe ich Humor, den verliere ich nicht und er ist auch ein Coping-Mechanismus, aber einen gesunden Coping-Mechanismus. Das heißt, ich habe halt auch schon Sprüche gemacht, auch in Richtung meiner Mutter, weil ich eigentlich auch weiß in mir drin, dass sie das lustig fände. Und ich kann nicht nachvollziehen, wieso ich jetzt einfach so super, einfach nur noch depressiv sein muss, wenn doch all das zum Leben gehört, diese Trauer und aber gleichzeitig diese Dankbarkeit dafür, dass ich so eine Mutter haben konnte und die Erinnerung, dass sie einen ultraschwarzen Humor hatte und sie genau das sie eigentlich auch super witzig findet. Und dann kracht das so auf die Erwartung meines Gegenübers, dass ich jetzt nur noch zu Tode betrübt bin für die nächsten 2, 3 Wochen wahrscheinlich ist die Erwartung. Nein, bei mir können solche Sachen einfach alle gleichzeitig sein. Ich kann lachen, ich kann weinen und dann höre ich ein Lied und es zerlegt mich total. Und ich glaube, diese Komplexität, die haben sehr viele bunte Brains und wir müssen ein bisschen aufpassen oder ein bisschen einsehen, dass es vielleicht ein bisschen anecken könnte. Aber trotzdem finde ich nicht, dass wir das verstellen sollen. Warum? Es ist unser Trauerprozess. Wir machen das nicht für die anderen. Und was ich auch noch ganz witzig fand zu sehen, ich hatte so diese Rigidität, dass ich mich an alles halten muss, was meine Mutter sich gewünscht hat und so. Und sie hat sich eigentlich keinen Abschied gewünscht und schon gar keinen traurigen. Und dann wollte ich das erst auch nicht machen. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber so eine Feier macht man ja für die anderen, dass sie noch eine Möglichkeit haben. Und das kam mir gar nicht in den Sinn, weil die Regel wurde gestellt. Und also habe ich die Regel befolgt, weil meine Mutter hatte diesen Wunsch. Ich würde doch niemals jetzt einfach meine Mutter hintergehen. Und das war auch so ein bisschen ein Simone-autistischer Moment, zu verstehen, so, ach so, ja, anderen ist das wichtig. Also habe ich es natürlich auch getan. Und ich gebe es zu, es war auch super schön und manchmal auch ein bisschen witzig und es tat gut, so getragen zu werden. So, jetzt habe ich super lange gesprochen. Also wenn du gerade selbst in Trauer bist, egal ob wegen eines Menschen, eines Tieres oder eines anderen Verlusts, dann möchte ich dir eine Sache mitgeben. Achte auf deine neurodivergenten Bedürfnisse. Achte auf deine sensorischen Grenzen. Achte auf deine Energie und versuche nicht nach gesellschaftlichen Regeln zu trauern. Ist Quatsch. Wir sind alle so unterschiedlich. Und dieser Druck, der da aufgesetzt wird, ist total unnötig. Und du darfst einfach deine Trauer so erleben, wie sie für dein Gehirn und dein Nervensystem funktioniert. Ich finde, wir dürfen uns so viel Zeit dafür nehmen, wie wir brauchen. Und ich hasse diesen sozialen Druck, sofort wieder funktionieren zu müssen. Und wenn du möchtest, ist natürlich super privat, kannst du gerne in den Kommentaren teilen, welche Erfahrungen du mit Trauer gemacht hast. Besonders als buntes Brain. Vielleicht kannst du anderen ja was mitgeben oder einfach was teilen. Und wenn du möchtest,
habe ich hier noch irgendwo ein Video zum Thema Missverständnisse und Kommunikation zwischen autistischen Personen und nicht autistischen Personen. Und wie immer, und heute glaube ich besonders, danke, dass du so lange zugehört hast und dass du da bist. Das bedeutet mir super viel. Bis bald. Tschüss.